Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, Miniserie Hundekopftypen Teil 1 bis 9. Heute präsentiere ich Ihnen den 7. Teil. Es ist ein herrlicher Frühlingstag. Ich habe die Chance genutzt, dachte mir, ich drehe heute mal wieder von außerhalb, allerdings ohne Mikrofon, doch bis jetzt haben wir das auch überlebt. Also ich habe ja schon unzählige Videos vor der Mikrofonära gebracht und die schafften wir auch, werden es wir auch heute schaffen. Ja, der 7. Teil. Ich versuche Ihnen die ersten 6 mal aus dem Gedächtnis raus abzurufen. Wir sahen als ersten Teil die Bullen, breiter Oberkopf, kurze Schnauze, die Bullen, Hunde-Kopftyp, die Bullen, ein sehr beliebter Kopftyp. Als zweiten Teil zeigte ich Ihnen die Scouts, die Hunde mit den besten Nasen, ebenfalls ein ganz typischer Hundekopftyp, der auch seine Fanbase hat. Dann sahen wir die Bären, Neufundländer und Co., wunderschöne Hunde dabei, zumeist sehr große, wuchtige Hunde, häufig mit langstockhaariger Fellbeschaffenheit. Nach den Bären folgten die Romeos, Hunde, die viele entzücken aufgrund ihrer Hübschheit. Ne? Nach den Romeos kamen die Wölfe, eine sehr schneidige Hundekopftyp-Abteilung, möchte ich sagen. Viele Hunde dabei, die mir persönlich wahnsinnig gut gefallen. Nach den Wölfen folgten die Racer, einige der schnellsten Säugetiere unseres Planetens dabei bei diesem Hundekopftyp. Ebenfalls ein Hundekopftyp, der seine Fanbase hat. Das war Teil 6 und heute präsentiere ich Ihnen die Bouncer. Also, bis gleich. Nun, die Bouncer. Hunde mit mächtigem Kopf, breiter Fang, mächtige Backenmuskulatur, häufig mit starker Faltenbildung ausgestattet, nicht immer. Es sind mit Sicherheit in diesem Teil einige Hunde dabei, die auch in den 9. Teil hineingepasst hätten. Doch, ich habe mich dazu entschlossen, sie heute bei den Bouncern mit einzubauen. In diesem Teil finden Sie recht viele Hunde, die mir persönlich sehr gut gefallen. Hunde, die zu den besten Wach- und Schutzhunden der Welt zählen. Viele dieser Rassen, die Sie hier heute zu sehen bekommen, wurden einzig und allein für Bewachungsaufgaben, für den Schutz erschaffen. Ist so. Alle diese Hunde können tolle Familienhunde darstellen, doch auch diese Kategorie, also die Kopftypen der Bouncer, zählen häufig nicht immer zu den einfachsten Familienhunden, landen oft in nicht geeigneten Händen, werden manchmal von Menschen geführt, die mit Komplexen behaftet sind, die einen Hund als Statussymbol brauchen, und dann nimmt das Ganze seinen Lauf und diese Hunde landen in den Medien. Im negativen Sinne. Hier haben Sie einige Hunderassen dabei, die zu diesen Vertretern zählen, oder die man zu diesen Vertretern zählen kann. Ja, die Bouncer, der 7. Teil. Ich würde sagen, sehen wir uns diese Kapazunder mal etwas näher an. Also, Film ab.
Nun, das waren die Bouncer. Sie haben gesehen, hier handelt es sich ausnahmslos um Molosser. Ja. Zurück nochmal zum Thema, nicht unbedingt immer die einfachsten Familienhunde. Einige der beliebtesten Hunderassen der Welt dabei. Gehen uns den Rottweiler an. Es gibt keinen da draußen, der den Namen Rottweiler nicht kennt. Ich gehe mal davon aus. Aber auch einige andere Hunderassen dabei, die immer beliebter werden oder schon längere Zeit sehr beliebt sind. Ja, speziell mit dem Rottweiler können wir hier schon Bücher schreiben, wenn es darum geht, Weitergabe in die Hände von Menschen, die nicht für diese Rasse geeignet sind und so weiter und so fort. Der Rottweiler wurde erst vor nicht allzu langer Zeit im Kanton Zürich verboten. Leute, die den Hund vor dem Verbot hatten, müssen diverse Vorlagen nachholen. Der Erwerb des Rottweilers ist in Zürich jetzt, also der Neuerwerb ist verboten, soweit ich weiß. Und so weiter. Das Ganze geht zurück auf Unfällen, die mit dieser Hunderasse geschehen sind, häufig resultierend aus falscher Haltung. Viele Menschen, die eigentlich nicht für den Rottweiler geeignet sind, besitzen einen. Bin aber genauso davon überzeugt, dass viele der besten Hundeleute der Welt einen Rottweiler besitzen. Und wenn das der Fall ist, ja, dann zählt der Rottweiler zu einer der tollsten Hunderassen auf der ganzen Welt. Doch auch andere Hunderassen, die Sie hier in dieser Kategorie der Bouncer, welche vom Kopftyp her eine sehr beliebte ist. Einer meiner Zuseher sagte mal Kanisterköpfe zu diesem typischen Kopftyp der Bouncer. Und ich finde, das passt ganz gut. Wie gesagt, einige haben diesen Kanisterkopf ausgeprägter, andere weniger ausgeprägt, aber sie schlagen alle in diese Kerbe hinein. Breiter Kopf, breiter Fang, mächtige Backenmuskulatur, manche mit starker Faltenbildung, manche weniger, doch es ist ein sehr ähnlicher Kopftyp. Und dieser Kopftyp hat eine riesen Fanbase. Und die hat er zu Recht. Das sind eben diese klassischen Molosser-Köpfe, von denen ich damals im Video von dem Kopftyp die Wölfe gesprochen habe, wo ich meinte, die zählen für mich, wenn man sie mit Parfums vergleicht, zu den Nischendüften. Sind mit Sicherheit, wenn man den Begriff klassische Schönheit verwendet, nicht so schön wie die Wolfsköpfe. Also mit Sicherheit nicht. Da wird mir auch der leidenschaftlichste Molosser-Fan beipflichten. Ich bin selbst ein leidenschaftlicher Molosser-Fan, aber schöner sind die Wolfsköpfe. Kommen Sie. Doch, diese Bouncer-Köpfe sind häufig interessanter. Weit interessanter. Das war damals dieser Vergleich mit den Designerdüften und mit den Nischendüften. Diese Designerdüfte, die häufig massentauglich sind, die jedem gefallen. Und die Nischendüfte, die häufig nicht jedem gefallen, aber trotzdem bei weitem interessanter sind als die Designerdüfte. Und auch so sehe ich das mit diesen Bouncer-Köpfen. Das sind eben diese Nischenköpfe unter den Hundekopftypen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und die meisten von Ihnen werden das. Ja. Nochmal, viele Hunde da dabei, die mir persönlich selbst sehr gut gefallen, sind alles mächtige Hunde. Also diese Kopftypen oder diese Köpfe, die Sie heute gesehen haben, sitzen zumeist oder eigentlich immer auch auf mächtigen Körpern. Substanzvolle Hunde, große, schwere Hunde. Allerdings muss man leider auch dazu sagen, dass die Köpfe der Hunde, die Sie hier gesehen haben, zu Hunderassen zählen, die nicht zu den gesündesten der Welt gehören. Also mit Sicherheit sind Hunde, die solche Köpfe tragen, gesundheitlich der Kategorie zuzuordnen, die am gesundheitlich instabilsten in der ganzen Hundewelt ist oder zur gesundheitlich instabilsten der Hundewelt zählt, ja, wenn man so sagen kann. Denn es gibt auch Hunde, die nicht solch einen Bouncer-Kopf haben, die ebenfalls nicht unbedingt vor typischer Gesundheit strotzen. Die Rasse dieser Hunde. Also Sie verstehen sicher, was ich meine. Ja, viele dieser Hunde, die Sie hier heute gesehen haben, zählen auch zu den kurzlebigsten. Da haben wir auch einige bei den Bullen dabei gehabt, die da dazugehören. Also bei den Bullen zum Beispiel war es
ein ganz typischer Vertreter der Kurzlebigkeit, die Bordeaux-Dogge. Heute hier bei den Bouncern wäre es zum Beispiel die deutsche Dogge, doch auch viele andere dieser Köpfe, die Sie heute in diesem Video gesehen haben, sitzen zumeist auf Hundekörpern, die keine 10 Jahre alt werden. Das ist leider nun mal so. Ja, das war Teil 7. Tolle Kategorie, die Bouncer, möchte ich sagen. Es folgt Teil 8 und Teil 9. Mit Teil 8 haben Sie vielleicht am wenigsten gerechnet, oder mit dieser Bezeichnung haben Sie vielleicht am wenigsten gerechnet. Ich finde sie allerdings zu 100% zutreffend. Doch, mehr sage ich nicht, lassen Sie sich überraschen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.